Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren TCG Pocket wieder auf meinem Kanal. So, heute mache ich euch mal eine kleine Guide, wie man eigentlich so am Pokémon TCG Pocket Turnieren teilnimmt. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ja selber eine riesen Community schon auf Discord aufgebaut und wir machen alle 2 Wochen in regelmäßigen Abständen Turniere, wo jeder dran teilnehmen kann. Das heißt, ihr müsst nur mal wissen, wie das funktioniert, und in diesem Video zeige ich euch mal alles, was ihr beachten müsst, wo Turniere stattfinden, wie ihr euch registriert und. Also, los geht's. So, zuallererst mal, alle unsere Turniere finden auf der Seite Limitless statt. Wer die Seite nicht kennt, das ist einfach eine Online-Turnierplattform, wo Turniere für unterschiedliche TCG-Spiele unter anderem gehostet werden. Da gibt es von kleinen bis großen Turnieren alles dabei. Es gibt Turniere mit 10.000 Euro Preisgeldern, es gibt Turniere mit 100 Euro Preisgeldern und so weiter. Also es ist alles da. Dort werden täglich eine Menge an Turnieren gehostet für unterschiedliche Spiele. Und somit ist dies die perfekte Plattform für das Ganze. So, ich habe mal gerade die Seite gewechselt auf einen Inkognito-Tab. Und zwar, wie müsst ihr hier loslegen? Zuallererst braucht ihr ein Konto. Das heißt, ihr geht auf die Seite, Link ist in der Videobeschreibung, klickt hier oben auf Login und dann Create Account. Dann füllt ihr hier einfach die ganzen Sachen aus und zack, schon habt ihr einen Account. So einfach ist das. Wenn ihr dann einen Account habt, dann wählt ihr hier die richtige Kategorie aus, in unserem Fall Pokémon Trading Card Pocket, dann kommt ihr auf diese Seite und hier sieht man direkt alle möglichen Turniere, die gerade anstehen, und hier wählt man dann einfach ein Turnier aus, wo man sich registrieren möchte, und registriert sich, und siehe da, hier ist auch schon unser Turnier geplant für den kommenden Samstag. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf Register, ja, beziehungsweise wir gehen mal gerade noch mal zurück, ihr klickt einfach mal das Turnier an. Wenn ihr auf das Turnier klickt, kommt ihr auf Details. Hier steht nochmal alles beschrieben, was man wissen muss über das Turnier und so weiter. Ihr seht ja auch das Schedule, bis wann ihr euch beispielsweise registrieren könnt und so weiter. Also, dann klickt man hier oben rechts auf Register. Hier gebt ihr den Namen ein. Discord-Name, auch wichtig, damit man euch dann für gewisse Rückfragen auf dem Discord dann anpingen kann. Auch euren Trainernamen in-game, Simbos, und der Code, in unserem Fall ist der Code ebenfalls Simbos, um am Turnier teilnehmen zu können. So, ihr könnt ihr auch festlegen, ob ihr wollt, dass man eure Flagge sieht, und dann klickt ihr einfach schon auf Register und los geht's. Ihr seid dann hier, wenn ihr unter Registrations geht, seht ihr dann hier unten euren Eintrag. So, als nächstes, für viele Turniere ist es der Norm, dass ihr eine Deckliste einreichen müsst, bevor ihr beim Turnier starten könnt. Das heißt, ihr müsst eine Deckliste einreichen mit dem Deck, mit welchem ihr am Turnier antreten möchtet. Hier oben steht auch schon, you have not submitted a decklist, also du hast noch keine Deckliste eingereicht. Und hier könnte man dann einreichen. Wenn ihr auf Einreichen klickt, dann kommt ihr hier hin und hier kann man dann in Textform ein Deck einreichen. So, wie macht man das denn jetzt nun? Es gibt hier nämlich eine Seite integriert bei Limitless, das ist eine Deckbilder-Seite. Link verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und die ist relativ easy aufgebaut. Man muss sich das erstmal einmal angeguckt haben, bevor man weiß, wie es losgeht. Also, das Ganze ist auf Englisch. Hier oben rechts klickt ihr als allererstes hin. Ihr wählt aus, für welches Spiel. Pokémon TCG Pocket, wichtig. Dann gebt ihr hier einfach den Namen der Karte ein. Das Ganze ist auf Englisch. Wir geben mal Charmander ein. Glumanda. Ja, wenn man draufklickt, kann man hier nochmal die Karte nehmen und ansehen. Man zieht die einfach in die Mitte. Wir nehmen jetzt zweimal Charmander und ich baue mal gerade das Deck fertig, ja. Und zack. So, jetzt haben wir hier ein fertiges Deck. Ihr seht hier die ganzen Namen und alles. Ich habe dann hier einfach immer eingegeben, das Karte gesucht, per Drag und Drop rüber, fertig. Das ist das Deck. Was ihr jetzt macht, ihr geht hier oben auf Share und klickt Copy as Text. Der Text wird kopiert, dann geht ihr hier zurück auf diese Seite und fügt das einfach ein. Und zack, schon ist die Deckliste ready, und wenn ihr dann auf Submit geht, dann ist die Deckliste eingereicht. Unter Registrations könnt ihr dann sehen, aha, Simbos hat sein Deck eingereicht. Fertig. Die anderen Teilnehmer sehen noch nicht euer Deck, bis das Turnier gestartet hat. Einige Zusatzinfos, wie das Ganze funktioniert. Also, man hat unterschiedliche Turnierformate. Entnehmt bitte immer den Informationen der Detailseite. Hier seht ihr immer alles, was es zu wissen gibt übers Turnier. Wichtig ist, ein Turnier hat Phasen.
Das heißt, eine Check-in-Phase fängt normalerweise eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Start des Turniers an, in unserem Fall 18:30 Uhr. Also stellt sicher, dass ihr um 18:30 Uhr nochmal hier euch einloggt und euch dann nochmal kurz meldet, hey, ich nehme auch teil. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr automatisch raus aus dem Turnier. Ja, hier steht auch, bis wann ihr das machen könnt. Wichtig, unter Dashboard, das ist eure Kommandozentrale. Hier könnt ihr nochmal alles machen. Hier könnt ihr eure Deckliste im Vorfeld bearbeiten, eure Registrierung nochmal bearbeiten. Falls irgendwas ansteht, bekommt ihr hier auch die Infos und so weiter und so fort. Vor jedem Match mit eurem Gegner müsst ihr euch auch nochmal einchecken mit dem Gegner. Es gibt bei Limitless, sobald euer Match gestartet hat, öffnet sich auch ein Bereich, wo ihr mit eurem Gegner schreiben könnt. Ihr könnt euch dann austauschen und so den Code beispielsweise zum In-Game-Raum erstellen, beziehungsweise teilen, den ihr in TCG Pocket dann erstellt habt, wo ihr dann gegeneinander kämpfen könnt und so weiter. Und so funktioniert das Ganze. Falls ihr sonst nicht klarkommt, wie gesagt, Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Kommt auf Discord, unter dem Kanal Turnierinfos findet ihr nochmal alle wichtigen Informationen für ein Turnier. Es gibt auch noch den Kanal Turnierchat. Hier könnt ihr nochmal alles reinschreiben, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Einfach hier rein. Am besten schreibt ihr hier unten einfach @Turnierorganisator und dann könnt ihr direkt die Jungs anpinnen und die helfen euch dann direkt bei Fragen zu einem Turnier und wie ihr was macht. Also das Ganze ist relativ einfach bei uns aufgebaut. Relativ simpel alles. So ein Turnier hat auch Admins und Richter. Das heißt, wenn es irgendwann mal Unstimmigkeiten gibt, einfach Bescheid geben. Könnt ihr auch hier unten unter Match Report eingeben, hier einfach reinschreiben und wir kümmern uns dann um eure Anliegen direkt, sobald wir sie sehen. Das war's eigentlich. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und hier nochmal der Hinweis, wir planen in regelmäßigen Abständen Turniere. Ihr seht's hier, das ist die Liste der Turniere, die wir schon geplant haben. Die ersten beiden sind schon öffentlich und ihr könnt euch für die registrieren. Merkt euch die Datumsangaben, registriert euch gerne, so, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, wir werden auch Turniere veranstalten, wo es Preise zu gewinnen gibt. Ich habe auch schon angeteasert, wenn wir die 6000 Abos erreichen bis Ende Juni, machen wir ein dickes, fettes Preisgeld. Ende Juni Turnier. Es soll ein richtig geiles Turnier werden. Das heißt also, wer Lust auf sowas hat, wie gesagt, joint, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ist kostenlos, kein Zwang. Kommt auch auf Discord, auch kostenlos, kein Zwang. Und ja, ansonsten wünsche ich allen viel Spaß beim Turnieren und bis demnächst.